Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute möchte ich mit euch über einen neuen Trend in der Gesundheitsszene sprechen, dem intermittierenden Fasten oder auch Intervallfasten genannt. Und zwar gibt es da verschiedene Methoden, wie wir sehen, die sich von unserem religiösen Fasten gar nicht so stark unterscheiden. Denn entweder fastet man jeden Tag für 16 Stunden, während man für die restlichen 8 Stunden dann essen darf, oder man fastet zweimal in der Woche, zum Beispiel montags und donnerstags, oder auch nur einmal in der Woche, oder sogar jeden zweiten Tag, wie das der Prophet David zum Beispiel getan hat. Das allerbeste und gesündeste Fasten ist natürlich unser religiöses Fasten, welches Allah uns für einen ganzen Monat im Jahr aufgetragen hat, und auch das Fasten der Sunna montags und donnerstags. Wer daher zusätzlich zum Ramadan jeden Montag und jeden Donnerstag das ganze Jahr über fasten würde, der könnte theoretisch auf das intermittierende Fasten hier verzichten, weil er damit schon sehr vielen Krankheiten vorbeugen würde. Wer dies jedoch nicht immer tut, sollte sich diese 16:8 Methode des intermittierenden Fastens mal genauer anschauen. Denn bei dieser Methode enthält man sich täglich für 16 Stunden der Nahrungsaufnahme, während man jedoch möglichst viel Wasser oder Tee trinken sollte. Und in den restlichen 8 Stunden darf man dann ganz normal essen. Allerdings sollte man in diesen 8 Stunden idealerweise nur 2 normale Mahlzeiten zu sich nehmen. Man kann sich dann diese 8 Stunden der Nahrungsaufnahme so legen, wie sie einem gut in den Tag passen. Üblicherweise würde man jedoch ungefähr zwischen 12 und 8 Uhr essen und von 8 Uhr abends bis 12 Uhr nächsten Tag mittags würde man dann eben nichts essen und nur ertrinken. Das heißt, das Frühstück fällt theoretisch weg und in dieser Zeit trinkt man eben nur Wasser oder Tee. Dazu kommen wir gleich, inshallah. Jetzt möchte ich euch erstmal die Vorteile des Fastens für die Gesundheit aufzählen. Das Fasten entlastet den Organismus und macht ihn widerstandsfähiger. Es minimiert kardiovaskuläre Risikofaktoren. Es schützt vor degenerativen Erkrankungen des Nervensystems und kann in vielerlei Hinsicht die Gesundheit stark verbessern, indem es zum Beispiel die Insulinempfindlichkeit und die Leptinempfindlichkeit verbessert und dadurch Diabetes, das metabolische Syndrom und Adipositas vorbeugt. Es hat positive Effekte auf Herz- und Blutdruck und vermindert die Entzündungsprozesse im Körper und beugt somit Herzinfarkt, Schlaganfall und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen vor. Es verbessert den Fettstoffwechsel, schützt die Nerven- und Muskelzellen, vermindert oxidativen Stress und sorgt für eine längere Lebensdauer der Körperzellen. 2 sehr wichtige Prozesse im Körper, die durch das Fasten entstehen und die für eine Verlängerung des Lebens und eine Verjüngung der Zellen sorgen, sind die Autophagozytose und die Telomerase. Die Autophagozytose oder auch Autophagie genannt ist eine Art Recyclinganlage der menschlichen Zelle. Bei diesem Prozess baut der Körper nicht benötigte und krankhafte Zellbestandteile ab und verwertet sie anderweitig. Das Ergebnis ist eine saubere, funktionstüchtige Zelle und ein gesunder Körper. Ist der Ablauf der Autophagie hingegen gestört, sammeln sich Schad- und Abfallstoffe, also Schlacken, in der Zelle. Und dies ist heute bei den meisten Menschen der Fall durch Übersäuerung. Die Zelle wird krank, kann sogar entarten und der Mensch wird krank. Die Autophagozytose wird durch 2 Dinge in Gang gesetzt, und zwar durch das intermittierende Fasten und durch intensiven Sport. Denn in diesen Situationen des Mangels greift die Zelle auf eigene Ressourcen zurück. Sie baut ab, was nicht benötigt wird und gewinnt so neue Nährstoffe und Energie. Dieser Prozess der Selbstreinigung und Selbsterhaltung schützt den Körper vor Krebs, Diabetes, Alzheimer und Parkinson und all die anderen Zivilisationskrankheiten. Was den zweiten wichtigen Prozess betrifft, der während des Fastens im Körper entsteht, ist die Telomerase. Die Telomere sind die Endkappen unserer Chromosomen und schützen diese bestmöglich vor Schäden aller Art. Vergleichbar der Enden eines Schnürsenkels. Bei jeder Zellteilung werden unsere Telomere naturgemäß kürzer und wir altern. Sind die Telomere aufgebraucht, kann sich die Zelle nicht mehr teilen und stirbt ab. Im Schnitt teilen sich Zellen ca. 50 bis 70 Mal, bevor sie absterben. Wie inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen wurde, leben Menschen mit längeren Telomeren nicht nur länger, sondern sie bleiben auch länger gesund als Menschen mit kürzeren Telomeren. Um länger jung zu bleiben, brauchen wir also längere Telomere. Unser Körper hat nun ein Werkzeug zur Verfügung, um die Telomere wieder aufzubauen, das Enzym Telomerase. Dieses Enzym verlängert unsere Telomere und kann so die Zelle wieder verjüngen. Forscher haben nun herausgefunden, dass sich die Aktivität der Telomerase um bis zu 84% erhöhen kann, sofern man täglich intermittierendes Fasten praktiziert. Subhanallah. Das tägliche intermittierende Fasten kann somit den Alterungsprozess umkehren, indem die Zellen durch die Verlängerung der Telomere verjüngt werden.
Die Verjüngung der Zellen allein ist also schon ein Grund, täglich intermittierendes Fasten zu praktizieren. Bei dieser Methode des Fastens verläuft die Fettverbrennung gemächlich, aber dafür nachhaltig und gesund. Denn der Körper nutzt zuerst seine gespeicherten Kohlenhydrate zur Energiegewinnung. Sind diese aufgebraucht, geht er dazu über, Fette zu verbrennen. Die Gewichtsabnahme geht also beim intermittierenden Fasten nur langsam voran, dafür aber nachhaltig und gesund. Denn es führt zu verminderten Blutzucker- und Insulinwerten und ein zu hoher Blutdruck pendelt sich ein. Der Cholesterinspiegel wird reguliert und ein Schutz vor Erkrankungen des Nervensystems wird aktiviert. Es lohnt sich daher allemal, das intermittierende Fasten täglich zu praktizieren, denn Forscher haben an Mäusen herausgefunden, dass diese bei der gleichen Menge Futter, welches sie nur während einer Zeitspanne von 8 Stunden am Tag bekamen, gesund und schlank blieben. Im Gegensatz dazu, wenn sie dieses Futter während des ganzen Tages zu fressen bekamen, sie eben fett und krank wurden. Denn durch das Fressen während des gesamten Tages wird eben die Autophagie nicht aktiviert, genauso wenig wie die Telomerase. Deshalb sollten wir unserem Körper täglich diese 16 Stunden Erholung geben, die er so nötig für die Zellregeneration, Erneuerung und Verjüngung braucht. Da man in diesen 16 Stunden ja immerhin trinken darf, kann man sie auch relativ gut überstehen. Dazu zeige ich euch jetzt, was ich in diesen 16 Stunden dann trinke und was ich in den 8 Stunden trinke und esse. Da ich ja ab 8 Uhr abends nichts mehr esse, trinke ich dann nur noch kurz vorm Schlafengehen ein großes Glas destilliertes Wasser mit 3 Kapseln von diesem Zeolit Clinoptilolid zusammen mit den Flohsamenschalen. Die Kombination von Zeolit mit Flohsamenschalen bindet eben Toxine und Schwermetalle an sich, damit sie dann mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Zeolit entgiftet mittels Ionenaustausch und bindet daher nur positiv geladene Pestizide, Toxine und Schwermetalle an sich. Trotzdem sollte man es nie zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen, sondern immer mindestens 1 Stunde Abstand zu den Mahlzeiten halten, wenn man es einnimmt. Und deshalb könnte man es theoretisch, wenn man jetzt um 8 Uhr zuletzt gegessen hat, um 9 Uhr schon einnehmen, noch besser um 10 Uhr jedoch. So sieht diese Mischung aus Zeolit und Flohsamenschalen aus. Das ist ein graues Pulver. Ich hatte mir daraus selber schon Kapseln zubereitet, weil ich ja meine eigene Kapselmaschine habe. Das Video dazu werde ich euch hier oben in den Infokarten verlinken, inshallah. Ich finde es immer praktisch, alle Arten von Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Kapseln zu nehmen, damit man eben dieses Pulver nicht schmecken muss. Auf diese Weise bekommt man die zu empfehlenden Nahrungsergänzungsmittel auch sehr viel leichter runter. Was das Zeolit betrifft, sollte man unbedingt ein medizinisches Produkt kaufen, also nicht einfach irgendein Zeolit, denn es gibt sehr viele belastete Zeolitprodukte. Meine Empfehlung daher, lieber etwas mehr Geld ausgeben und dafür ein wirklich reines, gutes Produkt erhalten, was dann seine Aufgabe auch wirklich gut im Körper erfüllen kann. Ich kann euch daher dieses Produkt hier wirklich empfehlen, welches ich selber einnehme. Das werde ich euch unter dem Video dann verlinken, inshallah. Zeolit sollte man immer mit reichlich Wasser einnehmen, damit es dann am Ende nicht zur Verstopfung führen kann. Denn gerade dieses Produkt, welches mit Flohsamenschalen kombiniert ist, saugt eben die Flüssigkeit sehr stark auf. 3 bis 4 von diesen Kapseln sollten dann mit mindestens einem ganz großen Glas Wasser zusammen getrunken werden. Wichtig ist auch hier wieder, dass man möglichst destilliertes Wasser benutzt, denn dies ist das allerreinste Wasser, was es gibt. Und da Wasser ein Transportmedium ist und sehr gut dabei hilft, auch Giftstoffe aus dem Körper auszuleiten, sollte es so rein wie möglich sein, damit es eben so viel wie möglich von diesen Giftstoffen aufnehmen kann. Wäre es beladen mit anderen Stoffen, seien dies Schadstoffe oder auch einfach nur Mineralien, könnte es eben keine weiteren Stoffe mehr aufnehmen. Deshalb eignet sich eben destilliertes Wasser ideal, um gerade hier auch mit Zeolit, also in Kombination mit Zeolit und Flohsamenschalen, die Giftstoffe aus dem Körper auszuleiten. Ich nehme daher, wie gesagt, abends als aber auch morgens ganz früh zur Fajr-Zeit ein Glas Wasser mit diesen 3 Kapseln Zeolit und Flohsamenschalen. Da wir das Fajr-Gebet ja im Sommer immer sehr früh beten, geht man meistens hinterher nochmal wieder schlafen. Und wenn ich dann wieder aufstehe, nehme ich zuallererst mal ein Glas destilliertes Wasser mit 25 Milliliter von diesem Basen Plus. Das ist ein basisches Aktivwasserkonzentrat, welches für eine intrazelluläre Entsäuerung sorgt. Das Thema Entsäuerung ist ein längeres Thema und dazu werde ich inshallah noch ein Video drehen. Hier nur so viel dazu, dass man dies auf leeren Magen natürlich trinken sollte, weshalb ich dies dann nach dem Aufstehen tue. 1 Stunde später trinke ich dann wieder ein Glas destilliertes Wasser mit einem kleinen Teelöffel Himalaya-Salzsole und einem Teelöffel Natron.
Diese beiden Zutaten ergänzen sich ideal und bringen das Wasser auf einen pH-Wert von ungefähr 7,35, welcher dem pH-Wert des Blutes entspricht. Denn Natron im Wasser hat einen pH-Wert von ungefähr 8,2, während das Himalaya-Salz im Wasser, also in die Salzsäule, einen pH-Wert von ungefähr 6,6 hat. Zusammen ergibt das eben dann diesen idealen pH-Wert von 7,35, sodass dieses Getränk auf leeren Magen wunderbar zur Entsäuerung des Organismus beiträgt. Hier sollte man dann auch möglichst wieder 1 Stunde lang warten, bevor man dann das nächste Getränk zu sich nimmt. Als nächstes trinke ich dann wieder ein Glas destilliertes Wasser, diesmal mit meinem natürlichen Antibiotikum dabei. Das Video dazu werde ich euch hier oben in den Infokarten verlinken, inshallah. Auf ein Glas Wasser kann man dann hier etwa 1 bis 2 Esslöffel von diesem natürlichen Antibiotikum hinzugeben, gut verrühren und das in kleinen Schlucken dann trinken. Und davon kann man dann ruhig so viel trinken, wie man möchte. Man kann auch mehrere Gläser davon trinken, denn der Apfelessig in dem Wasser ist genau wie das Natron und das Himalaya-Salz erlaubt in dieser Zeit, wo man nur trinken darf, weil diese Zutaten keine Kalorien haben und nur für eine Entsäuerung und Entschlackung und Entgiftung sorgen. Was man noch in diesen 16 Stunden trinken darf, ist eben hier der grüne Tee oder auch jeder andere Tee natürlich. Aber wie ihr ja jetzt von meinem Entgiftungsvideo wisst, eignet sich der grüne Tee, also besonders der japanische grüne Tee oder auch der chinesische grüne Tee, hervorragend zur Entgiftung. Und deshalb wäre es natürlich ideal, wenn man sich in dieser Zeit des Fastens einen grünen Teeaufguss zubereitet. Allerdings darf auch hier nichts weiter zugefügt werden, also der Tee alleine sollte nur pur getrunken werden, ohne Süßungsmittel, genau wie das destillierte Wasser mit dem Antibiotikum. Wie ihr jetzt gesehen habt, darf in diesen 16 Stunden eben nur Wasser oder Tee getrunken werden. Das Wasser darf mit diesem Apfelessig, mit den Wirkstoffen darin versetzt werden oder eben auch mit Natron oder Himalaya-Salz. Auch das Aktivwasserkonzentrat darf zum Wasser hinzugefügt werden oder auch eben das Zeolit, Clinoptilolid mit den Flohsamenschalen. Diese Dinge dürfen zum Wasser hinzugefügt werden, aber nichts anderes, kein Süßungsmittel, Zucker natürlich schon gar nicht, aber auch kein Honig, überhaupt nichts anderes darf hinzugefügt werden. Ja, das ist alles, was man trinken darf in diesen 16 Stunden und es wäre natürlich gut, wenn man sich gut beschäftigt in dieser Zeit. Man kann auch Sport treiben, denn wenn man beschäftigt ist, geht die Zeit schneller um und man spürt den Hunger nicht so stark. Den Hunger kann man aber auch sehr gut durch das Trinken vertreiben, denn wenn man den ganzen Morgen so viel trinkt und all diese Dinge trinkt, die ich jetzt gerade genannt habe, verspürt man eigentlich so gut wie gar keinen Hunger. Man sollte sich allerdings auch keinen Zwang antun und wenn man wirklich doch Hunger spüren sollte, dann isst man eben etwas. Man kann auch dieses intermittierende Fasten langsam angehen, indem man das Frühstück zum Beispiel einfach etwas verspätet zu sich nimmt als üblicherweise und dann mit der Zeit versucht, das Frühstück immer weiter hinauszuschieben. Beschäftigung ist ein sehr gutes Mittel, die erste Mahlzeit so weit wie möglich hinauszuzögern. Die erste Mahlzeit bei mir ist immer dann ein grüner Kräutersaft. Mein Video zu den hochgesunden Wildkräutersäften werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Erwähnenswert ist hier nur nochmal, dass man diese gesunden Wildkräutersäfte zusammen mit der Chlorella-Alge einnimmt, damit die Gifte, die durch die Wildkräuter aus dem Gewebe entzogen werden, an das Chlorella gebunden und mit dem Stuhl dann ausgeschieden werden. Ganz besonders wirkungsvoll bei der Entgiftung wäre die Kombination von Koriander, Bärlauch und Chlorella. Deshalb wäre es ideal, jetzt im Frühling auch den Bärlauch zu sammeln und den zusammen mit den anderen Wildkräutern und mit frischem Koriander zu entsaften. Und wie ich ja auch schon in meinem Entgiftungsvideo deutlich gemacht habe, ist es sehr wichtig, dass man das richtige Chlorella-Produkt kauft. Hier das Algomet-Produkt, das möchte ich empfehlen, welches in Deutschland hergestellt wird und wo die Chlorella-Alge in einem abgeschlossenen Röhrensystem kultiviert wird, wo sie in reinem Quellwasser wachsen kann und mit keinerlei Schadstoffen in Berührung kommt. Als nächste Mahlzeit während dieser 8 Stunden nehme ich dann meinen leckeren Zitronen-Kokos-Detox-Smoothie zu mir, der nicht nur sehr gesund ist, sondern auch überaus köstlich schmeckt. Der Smoothie hält mich auch richtig lange satt, sodass ich theoretisch danach nur noch einen Salat essen bräuchte, um in diesen 8 Stunden ausreichend mit Nahrung versorgt zu sein. Allerdings führt das dann dazu, dass ich dann später nach den 8 Stunden doch wieder richtig Hunger bekomme und mich nach einer ordentlich gekochten Mahlzeit sehne.
Und deshalb lasse ich den Smoothie manchmal weg, trinke eben nur die Kräutersäfte, danach einen Salat und esse dann abends vor 8 eine ordentliche Mahlzeit. Denn wichtig ist ja, dass man nur in diesen 8 Stunden etwas isst und möglichst auch nicht die ganze Zeit, sondern eben das Essen auf 2 große Mahlzeiten verteilen sollte. Deshalb passen in dieses Fenster auch nicht allzu viele Gerichte rein und eine dieser beiden Mahlzeiten sollte unbedingt aus einem frischen Salat bestehen und eben aus diesem gesunden Wildkräutersaft meiner Meinung nach. Und die zweite Mahlzeit kann dann eben aus einem ganz normalen gekochten Essen bestehen. Das allerdings sollte nach Möglichkeit eine basische Mahlzeit sein, ohne Transfette, ohne ungesunde Zusatzstoffe, ohne Zucker, Getreide und andere Inhaltsstoffe, die sauer verstoffwechselt werden. Auch wenn man das nicht immer schafft, so sollte man sich wenigstens bemühen, in diesen 8 Stunden nur 2 gesunde Mahlzeiten zu sich zu nehmen, während man in den restlichen 16 Stunden eben nur Wasser und Tee zu sich nimmt. Wer es daher schafft, zusätzlich zum Ramadan jeden Montag und Donnerstag richtig zu fasten und die Zeit dazwischen das intermittierende Fasten zu praktizieren, der wird inshallah länger jung bleiben und bis ans Ende seiner Tage gesund leben. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.